Willkommen zu einem neuen Test-Drive-Video. Ja, endlich. Ja, es gab einen neuen Brief, den 9. in Folge. Und ja, nachdem wir feststellen durften, dass wir zuletzt mit Tuning bombardiert wurden, welcher hinter einer Paywall versteckt ist, ja, schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Es ist kurz und knapp gehalten, was das nächste Update angeht. Und zwar kriegen wir ja Season 5 Update 2. Das ist ja diesmal ein bisschen anders. Und dann gehen wir noch ein paar Sachen durch, die wir in Season 6 erwarten dürfen. Und natürlich unsere Lieblingsbeschäftigung hier, das Netzwerk, ne, dass ja alles so super funktioniert. Aber ja, das zweite Update wird jetzt im Februar erscheinen. In der ersten Hälfte sollte also jetzt diese oder nächste Woche erscheinen und hat einige Fixes dabei, zum Beispiel die Alice, Hothead und andere Event-Callouts werden gefixt, was auch immer das bedeuten soll. Ampeln funktionierten an manchen Orten nicht und wurden gefixt. Einige Fixes auf Ibiza stehen allerdings noch aus. Ja, gut, auf Ibiza stehen auch teilweise Laternen in den Ampeln, also da ist auch ganz Komisches passiert, wie auch immer das. Ob es das mittlerweile gefixt hat, weiß ich nicht. Das haben wir uns vor einigen Monaten mal angeguckt und uns beömmelt. Dann wird der Bugatti Chiron Spoiler verbessert. Ja, die Animation allgemein ist verbessert worden. Und der Lamborghini Miura bekommt ein Lichtfix. Da gab es wohl auch Probleme mit den Klappenscheinwerfer. Ebenfalls wird ein Fix kommen für einen Vorteil, der irgendwie durch Alt und Tab und was weiß ich für komische Performances da zu einem Zeitvorteil geführt hat. Scheinen irgendwelche Leute ausgenutzt zu haben. Ja, kann man ruhig mal klatschen, wenn man glaubt, man muss in Test Drive irgendwie was leisten. Die 20 Spieler, die sich da gegeneinander betteln. Naja, Spaß sollen sie haben. Ja, ansonsten haben wir natürlich weitere Fixes und Performance-Optimierungen. Sie schreiben etwas vor allem auch von einem Engine Change. Das klingt, als würde das Spiel die Engine wechseln, also das, worauf das ganze Spiel läuft. Aber ich denke, das wird wohl eher weniger passieren. Ich schätze, damit war einfach nur gemeint, dass halt einiges sich an der Engine getan hat. Und ja, man möchte halt damit ausdrücken, ja, da gab es Verbesserungen. Ich glaube nicht, dass sie einfach die ganze Engine wechseln, kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass sie das auch vor allem gebacken kriegen, mal eben so. Und ja, das war's dann auch schon mit Season 2 Update 2, Season 5 Update 2, sorry. Und ja, dann können wir nur noch auf Season 6 warten. Da hatten wir neulich ja schon ein bisschen was geschaut, was da abgeht. Unter anderem neue Autos. Der Pagani zum Beispiel kommt. Der wird in den Autohändlern verfügbar sein. Bekommt dann, weiß nicht, ob er seinen eigenen Händler bekommt oder irgendwo zwischengestopft wird. Ich hoffe, er kriegt einen eigenen irgendwo. Denke aber nicht. Ne? Ob die sich die Arbeit gemacht haben, wäre natürlich cool. Dann bekommen wir den Mercedes-Benz SLS AMG Black Series im Online-Store. Und Bentley Continental GTC Speed Edition 12 im Online-Store. Klingt also schwer danach irgendwie, dass diese zwei Autos hinter einer Paywall stecken und damit schaufelt sich Test Drive weiter das Grab. Sie können einfach nicht tief genug liegen, hat man das Gefühl. Sollten die Autos jetzt auch hinter der Paywall stecken. Herzlichen Glückwunsch, dieses Spiel ist sowas von tot, wenn Horizon da ist, weil, also, ich bin nicht mehr bereit, da Geld reinzupumpen. Für was? Ne? Das Spiel läuft halt absolut Müll. Ja, und die Performance und so weiter, aber gut, sagen wir noch schnell, der Lamborghini Temerario kommt ebenfalls, der wird aber im Solar Pass sein, da müsst ihr euch also doof und dämlich grinden, der wird wahrscheinlich irgendwo am Ende stehen, denke ich mal. Ja, und einiges anderes wird noch revealed, aber ja, der Online-Store ist wirklich ein Pain in the Ass für die meisten, kann man einfach nicht anders sagen. Natürlich gibt es hier und da ein paar Fans, die es verteidigen, manche sind sogar so clever gewesen und haben direkt zweimal die teuersten Pakete gekauft, also ja, das ist, Kopium auf Maximallevel, glaube ich. Ich meine, ich will das gar nicht schlecht reden, alles so, aber es ist halt, wie es ist. Ich stehe da nicht hinter, ganz ehrlich, auch wenn ich mir wünsche, dass Test Drive sich weiterhin verbessert und so weiter, aber solche Taktiken zu fahren hier und Autos jetzt hinter Paywalls zu verstecken, Tuning Paywall und bla bla bla, das ist halt gegenüber der Konkurrenz einfach nur erbärmlich. Muss man leider mit so harten Worten sagen. Ich weiß, natürlich bekleckern sich auch alle anderen nicht immer mit Ruhm. Ne? Gran Turismo hat Mikrotransaktionen, Forza hat mittlerweile Mikrotransaktionen, also Crew sowieso. Ne, klar, aber der Unterschied ist, dass wir bei diesen Spielen auch oft sehr viele Gratis-Inhalte bekommen, die einfach qualitativ viel weiter sind. Ne? Jetzt, wenn Horizon 6 zum Beispiel kommt, klar, die ganzen Autopakete müssen wir wieder bezahlen. Die waren früher umsonst, mittlerweile nicht mehr.
Aber da sind halt auch viele Autos drin, coole Autos, und natürlich kriegen wir trotzdem immer noch Gratis-Autos zwischendurch und so. Also das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, und Test Drive hat halt echt wenig Inhalt und kriegt auch meistens nicht viel Inhalt dazu, und dann sollen wir dafür zahlen. Also jetzt die letzten Dinger waren ja 10 Euro ungefähr, zum Beispiel allein für den BMW, ne, oder den Nissan GT-R. Ja, da sind noch andere Sachen drin, aber die braucht fast keiner. Die meisten interessiert sich nur für das Auto, und der Rest ist einfach nur irgend so ein Trash dabei, als Entschuldigung, ja, das Paket ist ja größer, das muss dann auch mehr kosten. Ganz ehrlich, also, das bieten andere auch gratis an, ich weiß nicht, also, dann sollten sie so fair sein und die Autos außerhalb von ihrem Paket anbieten, von Anfang an, und nicht erst irgendwann in 100 Jahren dann, ne? Also, da müsste man auch vielleicht dann mal drüber nachdenken, ob man das nicht ändert. Ja, ich weiß, dass das da finanziell wahrscheinlich nicht gut aussieht nach dem maximalen Megaflop, was Test Drive halt hingelegt hat. Aber nun, das ist halt die bittere Realität, denn ich habe dieses Spiel ja, ich spiele es ja immer wieder auch nach Updates, um zu gucken, was passiert ist, und die Grafik ist schlechter geworden, die Performance ist kompletter Rotz, die FPS fliegen da hin und her, du musst da irgendwelche du musst fast schon rumglitschen, damit dein Spiel vernünftig läuft, und ja, es tut sich halt nichts. Es heißt immer wieder, wir arbeiten dran, hier und da verbessert sich was, auf der anderen Seite wird aber doppelt so viel wieder Scheiße, was ich halt nicht nachvollziehen kann, was da los ist. Ne, weil ich spiele das Spiel eigentlich auf Ultra und musste da irgendwelche Lichteffekte ausmachen, weil ich sonst einfach 60, 70 FPS einbüße. Also ich glaube, das war irgendwas mit Spiegelung, und so sollte das nicht sein. Man hat jetzt über 2 Jahre, ist man da jetzt am Rumbasteln und ist immer noch nicht so weit, dass das Spiel irgendwie richtig stabil läuft. Nein, stattdessen bemüht man sich darum, den Leuten ins Portemonnaie zu greifen. Ja, das ist das Einzige, was hier irgendwie geklappt hat, der Online-Store. Und ja, super, finde ich nicht so geil, ne? Ich weiß, harte Kritik, aber wir wollen ja auch, ne, fair bleiben. Einige Sachen haben sich ja auch verbessert. Das Netzwerk war jetzt zuletzt wieder besser. Wir konnten ja eine Zeit lang überhaupt nicht spielen. Wir standen einfach still. Und ja, das war es dann auch mit den Besserungen. Aber ja, bleiben wir mal beim Netzwerk. Da gibt es dann in der Season 6 auch Verbesserungen mal wieder. Und 8 Spielergruppen haben sie genannt, sollen jetzt wohl dann kommen. Ja, das ist natürlich ein Problem, was wir von Anfang an hatten, dass die Spielergruppen so klein waren. Mittlerweile haben wir aber das Problem, kriegen wir die Spielergruppen überhaupt noch voll, weil halt kaum Spieler da sind. Schwieriges Thema. Geil auf jeden Fall, dass es vergrößert wird. Hat so ein Spiel wie Test Drive auch bitter nötig. Ich meine, das ist groß genug. Aber ob man jetzt noch 8 Spielergruppen voll kriegt, ist eine andere Frage. Dann wird das Racing Center kommen, Häuser und noch einiges mehr. Ja, das mit den Häusern ist ja auch ganz wild. Forza hat da ja jetzt richtig reingegrätscht und ja, bringt einfach designbare Garagen. Klar, man kann jetzt wahrscheinlich nicht direkt sein Haus renovieren, irgendwie mit Fernseher, Couch und so weiter, aber man kann seine Garage dekorieren, und das ist eigentlich eine super Entscheidung. Was das Haus angeht an sich, wissen wir ja auch noch gar nicht viel, vielleicht geht da auch irgendwas, aber die Garage ist so der wichtigste Punkt in dem Spiel. Es geht ja um Autos, und dass wir die designen können und so weiter, ist in Horizon natürlich super krass und stellt Test Drive natürlich noch weiter in den Schatten, weil es qualitativ wahrscheinlich auch weitaus besser performen wird. Aber ja, schon krass. Also Test Drive steht so ziemlich an der Klippe. Ich meine, eigentlich ist es schon runtergefallen, aber wer hätte es gedacht, am Grund der Klippe startet einfach der Rand einer weiteren Klippe. Da geht es einfach noch weiter bergab für die wahrscheinlich. Und ja, wir werden irgendwann mal so ein kleines Video machen, denke ich mal, wo wir einfach mal über die letzten Jahre mit Test Drive reden und ob das alles überhaupt noch einen Sinn hat, weil, ja, naja, gut, sparen wir uns für das Video, ne? Dann gibt es noch einige Fahrzeugfixes, zum Beispiel der Ferrari California hatte da irgendwelche Probleme mit der Schaltung. Der Chevy Camaro hatte auch falsche Reifenmaße. Die AC Cupra hatte auch falsche Reifenmaße. Aston Martin DBS Superleggera hatte irgendwie Schwantüren. Irgendwas kommt da. Ford GT, der Tacho war auch nicht in Sync. Ne? Dein Drehzahlmesser war wohl da irgendwo anders als dein tatsächlicher Drehzahlbereich, also keine Ahnung. Da gab es auch einige Probleme. Und der Ferrari Pista bekommt auch noch ein paar Fixes am Rückwärtslicht und Blinkern. Ja, cool. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit, eine neue, das ist jetzt der spannende Teil hier. Ja. Solar Testers. Ja, es gibt eine Menge Leute da, wo man den Hut ziehen muss, die wirklich den ganzen Tag damit verbringen, anstatt das Spiel zu enjoyen, Bugs zu suchen. Ja, da gibt es wirklich Menschen auch, die durchgehend Bugs an der Map melden, irgendwelche Grafikfehler und so weiter.
Und von unserer Seite wurde auch schon mal gefragt, ob man nicht irgendwie auf Testserver zurückgreifen will, wie es manche Spiele machen, wo dann diese Leute, die sich da so stark engagieren, als Tester fungieren und quasi den Entwicklern helfen. Da fragt man sich natürlich, die sagen doch immer Test, Test, Test hier, deswegen dauern ja auch immer die Wartungen so lange und so weiter. Haben die jetzt keine Tester oder sind die Tester einfach so schlecht, dass sie irgendwelche Gamer brauchen, die das Spiel für die testen? Weil ja, klingt schon wieder nach harter Kritik, ist es irgendwo auch. Denn ja, wir haben bis jetzt immer fehlerhafte Updates bekommen, wo man sich schon immer gefragt hat, wie konnte das irgendwelche Tests bestehen. Dasselbe war ja bei Saat, ne, mit den ganzen Sicherheitslücken und so weiter. Wie kam das ins Spiel? Also wer auch immer da bisher getestet hat, scheint irgendwie nicht ganz so seriös zu sein. Da sollte man vielleicht mal ein genaueres Auge drauf haben. Und jetzt möchte man natürlich Spieler holen. Da gibt es wohl auch schon festgelegte Leute, wahrscheinlich irgendwelche aus dem inneren Kreis. Ja, clever. Da kann man sich dann wieder schön selbst auf die Schulter klopfen. Aber ihr könnt euch drauf verlassen, dass wir jetzt noch genauer hingucken werden. Und es sollte ja eigentlich besser werden, denke ich mal, ne? Also, wenn wir jetzt noch mehr Tester bekommen, sollten wir in Zukunft fehlerfreie Updates kriegen, was ich natürlich auch willkommen heiße und alle anderen auch, die das Spiel noch irgendwie spielen, wir für ein paar Monate jetzt, bis dann Horizon kommt, Kappa. Nein, natürlich wieder super hartes Video, ne? Aber Test Drive läuft momentan wieder absolut aus dem Ruder. Ja. Und ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ich bin ja seit Anfang an dabei und einer der ganz wenigen Creator, neben, ich glaube, Roman macht da auch noch ein paar Sachen zu Test Drive, der überhaupt sich noch mit diesem Spiel beschäftigt. Und manche fragen sich, warum tust du das eigentlich an? Ich so, ja gut. Ihr habt vielleicht meine Meme-Videos nicht gesehen, solltet euch mal anschauen dazu. Ja, ein bisschen satirisch alles aufgearbeitet. Und ja, das ist natürlich einer der Gründe, warum man da dran bleibt. Auf der anderen Seite ist Test Drive ja im Kern kein schlechtes Spiel. Es hat nur massive Probleme. Das Management scheint irgendwie komplett überfordert zu sein. Und ja. Ich meine, was diese ganze Preisgestaltung angeht, dass Autos plötzlich hinter Paywalls sind und so weiter, da können wahrscheinlich so Leute, jetzt sagen wir mal Alex7 zum Beispiel als Community-Mensch, so, die können ja gar nichts dafür. Die haben damals gesagt, das wird niemals passieren, jetzt passiert's aber. Du weißt ja nie, was für Krawattenmenschen da im Hintergrund arbeiten noch und quasi dafür verantwortlich sind und sagen, nee, das passiert jetzt so. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so die euphorischste Entscheidung war, ja, wir packen jetzt einfach alles hinter Paid Content. Ja. Die Paywall. Freut sich jeder Gamer drauf. Ob man da reinpayen will, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, lohnt es sich bei der aktuellen Performance, wie gesagt, nicht. Und, ja. Anders wird das Spiel wahrscheinlich auch kein Geld mehr generieren. Ich denke, ein Jahr 3 kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Wenn doch, frage ich mich, wie die das finanzieren oder womit die das rechtfertigen, weil der Erfolg bleibt aus. Es ist immer nur, ja, ein Zusammenzählen der Bugs. Es sind auch gute Sachen passiert, aber die gehen leider immer wieder unter. Und, ja, das war's dann an der Stelle. Ich muss zugeben, das war jetzt mal ein bisschen sehr kritisch wieder gegen Test Drive. Overall, ja, wie gesagt, ich hoffe natürlich, da ändert sich noch einiges, aber dieses Jahr kann man, glaube ich, getrost vergessen, dass da irgendwas noch passiert, spielerzahlenmäßig und so weiter. Wie gesagt, wir bekommen einen Riesen. Das beste Open-World-Rennspiel, Horizon 6, erscheint dieses Jahr. Dann kurz darauf, wenn man so mit Horizon durch ist, kommt GTA 6, wenn es nicht wieder verschoben wird. Da frage ich mich, wo wollen die mit ihrem Test Drive hin? Wo wollen die landen? Also eigentlich könnten die auch sagen, wir behalten den ganzen Shit und basteln da bis nächstes Jahr dran rum und liefern dann ein großes Mega-Update, was auch wirklich dann durchgetestet ist, wo die Performance optimiert ist und alles, die Grafik wieder voll da ist, ne, die FPS stabil sind und vielleicht auch die Server endlich zusammen fusioniert sind, dass man wirklich sagt, yo, jetzt haben wir ein Update, das so groß ist, dass wenn die Leute reinkommen, nicht mehr wissen, ob sie jetzt Test Drive Solar Crown spielen oder irgendwie einen neuen Teil. Ne? Vielleicht sollte man gleichzeitig auch Ibiza erweitern, das wäre auch, also ich würde, glaube ich, eher so ein Mega-Update 2027, so sagen wir Mitte, Ende 27 fühlen, als jetzt diese Häppchen, während solche riesen
Spiele erscheinen. Ist natürlich auch Geschmackssache. Ich sage ja nicht, dass jeder jetzt hier Horizon 6 abfeiern muss oder GTA 6. Ne, aber es sind halt absolut große Nummern. Horizon 6 ist das Größte, was im Rennspielbereich momentan so existiert, was die Fans zumindest angeht. Ich sage nicht, dass es das Allerbeste ist vom Sim-Aspekt her oder sonst irgendwas. Ne? Da wissen wir aber auch alle, glaube ich, da sind wir alt genug, um zu wissen, dass das natürlich immer Geschmackssache ist und sich da viel unterscheidet. Ja. Und ja, GTA ist sowieso eine eigene Nummer für sich, ne? Also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Würdet ihr es auch eher feiern, wenn man so sagen würde, ja, so wie du jetzt gesagt hast, Onkel, lasst die lieber vernünftig und in aller Ruhe daran arbeiten und dann kommt da das Mega-DLC bzw. Update 2027 und ja, die sollten sich einfach wirklich die Zeit nehmen, weil viel Raum ist da für ihre Updates gar nicht, wie gesagt, ne? Ich denke, das hätte mehr Effekt und ja, ob es aber am Ende hilft, selbst da bin ich immer noch eher skeptisch, dass das zum großen Erfolg führt, beziehungsweise zum großen Spieler-Comeback. Es ist schwierig, aber wie gesagt, da wollte ich dann irgendwann nochmal ein Video drüber machen, aber drücken wir den Entwicklern mal die Daumen, dass alles klappt jetzt mit den neuen Testern und so weiter und dass alles mal ein bisschen stabiler wird und wir bleiben dran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu supporten, abonnieren nicht vergessen, schönen Gruß an Steve, den Mitglied und Steve, das Mitglied, Minecraft hier oder was. Also dann, wieder schauen und reingehauen.